Deine Tedford-Toilette funktioniert nicht mehr so richtig, die Mechanik, die hakt. Was ist zu tun? Wir zeigen dir hier in dem Video Schritt für Schritt, wie man die Mechanik tauschen kann, wie man das wechseln kann, die C250/60 wieder auf Vordermann bringen. Bleib sehr gerne dran, bis gleich. Steig ein, wir fahren los, mit Viola und Uwe wird's famos. Schön, dass du dran geblieben bist zu dem Video. Mein Name ist Uwe von WUMO Reisen, Viola und Uwe. Heute zum Thema Tedford Toilette. Unsere C250/60 funktioniert nicht mehr so richtig, die Mechanik klemmt, die müssen wir tauschen. Das wollen wir euch mal zeigen, Schritt für Schritt in dem Video, wie wir das durchführen. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Handwerkszeug dazu. Wir haben uns hier zurechtgelegt auf jeden Fall einen Kreuzschlitzschraubendreher, dann brauchen wir hier ein paar Handschuhe, dann brauchen wir unser wasserfestes Fett, dann brauchen wir ein wenig Silikonspray und natürlich unseren Hauptersatzteile von Tedford, am besten die Original von Tedford. Als erstes, wenn wir die Kassette hier haben, wichtig ist, ich empfehle die Kassette vorher zu leeren, nicht dass ihr hier böses Erwachen bekommt, wenn ihr die Kassette öffnet. Dann ziehen wir erstmal unsere Handschuhe drüber. Wie bekommen wir das Ganze auf? Ich nehme immer diesen Schieber, den stecke ich verkehrt rum rein. Somit habe ich eine ideale Hebelwirkung, um diese Abdeckung, diesen Flansch hier aufzudrehen. Ihr habt hier einen vollen und einen normalen Kreis. Das ist jetzt die Offenstellung und das ist die Geschlossenstellung. Wir nehmen jetzt ganz einfach die komplette Mechanik mit diesem Deckel. So, das nehmen wir mal raus. Wichtig ist, ihr müsst das vorher wieder zumachen, denn dann bekommt ihr das schöner raus. Die alte Mechanik, wie verkeimt die ist, und die neue Mechanik. Und hier ist es ganz einfach abgebrochen, diese Halterung, weil das ist im Grunde genommen die Schiene für diese ganze Mechanik. Ihr seht es natürlich, wie das Ganze ausschaut. Unsere neue Mechanik mal raus. Da haben wir hier zwei verschiedene Einsätze und dann haben wir hier unsere neue Mechanik. Die ist natürlich schwergängig und deshalb haben wir uns hier jetzt ein wenig Silikonspray mit dazugelegt. Wir zeigen es euch mal, wo wir das ranmachen. Wir machen das auf jeden Fall hier drunter. Dann machen wir das hier rein und hier drunter. Damit der ganze Spaß auch leichtgängiger geht. So, mehr brauchen wir nicht. Es geht auf und es verriegelt auch dementsprechend. Das kommt jetzt mit hier drauf. Ihr seht das hier bei der alten hier drauf. Also ihr setzt das hier an, rechts und links. Da habt ihr zwei solche Nasen. Und diese zwei Nasen, die kommen hier unten drunter. So. So schaut das Ganze aus. Also hier habt ihr, ich zeige es nochmal, hier habt ihr die zwei Nasen. Und diese zwei Nasen, die müssen hier unten drunter einrasten. Hier diese Stelle vorher richtig reinigen. Dazu haben wir ein Reinigungstuch, damit das wieder richtig schön zugeht, denn wir haben ja hier einen komplett neuen Gummi mit dieser neuen Verriegelung dabei. Somit verschließt das ganze System wieder ordentlich. Haben wir das jetzt richtig schön gereinigt. Ich fahre meistens nochmal hier unten drunter in der Kante entlang. Dann nehmen wir unsere neue Mechanikeinheit. Die behandeln wir nochmal mit unserem Fett. Das haben wir hier, unser Langzeitfett. Das verlinken wir auch mit unten in der Videobeschreibung. Da behandeln wir hier die Gummis gleich von vornherein. Das machen wir auch alle 2 bis 3 Monate einmal. Das ist noch unsere erste Toilette. Ist jetzt alt, 6 Jahre. Wir haben ja 2. Unsere Zuschauer wissen das. Eine Kassette haben wir schon das System getauscht, weil das unterwegs mal kaputt gegangen ist. Wer uns regelmäßig verfolgt, der weiß das. Wenn ihr uns regelmäßig verfolgen wollt, vergesst ganz einfach das Abo nicht, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr.
Tipps und Tricks für dein Wohnmobil und dein Camper. Hier machen wir nichts dran und jetzt schauen wir ganz einfach mal nach, ob unsere Schrauben, die wir hier haben, fest angezogen sind. Leicht probieren, also nicht festziehen. Ich zeige es auch nochmal. Ihr seht es, das ist ganz empfindliches Plastik. Wir verschließen unsere Mechanik und setzen die ein. Müssen wir schauen, wo ist der Pfeil. Ihr habt hier drauf diesen Pfeil und der muss hier zu diesem Kreis zeigen. Wir haben es jetzt drin, hier muss ich ein bisschen gegenhalten. Jetzt haben wir es drin, es hat sich jetzt leicht gedreht. Ich habe es jetzt ohne diesen Teil gemacht, weil das am Anfang sehr straff geht. Hier kann man richtig schön reinfassen. Zum guter Letzt nehmen wir jetzt hier noch ein bisschen Fett und gehen hier unten drunter bei diesem Gummi und schmieren diesen Gummi unten ran schön das Langzeitfett. Dann ziehen wir unseren Handschuh aus, reinigen wir nochmal den Spaß. So, und schon haben wir das ganze System ausgetauscht. Das kommt in die Toilette oben rein. Das haben wir schon das letzte Mal gewechselt. So schiebt ihr die Kassette rein und dann geht automatisch der Schieberegler nach hinten. So sitzt das Teil dann in eurer Tedford-Toilette unten drin. Das könnt ihr mitwechseln, müsst ihr aber nicht mitwechseln. Ja, liebe Camping- und Wohnmobilfreunde, das war es gewesen. Wir haben hier Reparatur erfolgreich erledigt. Keine 10 Minuten, es funktioniert wieder tadellos. Wir haben wieder eine funktionstüchtige Kassette, unsere Reservekassette. Alles an Zubehör findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich auf einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet, freuen wir uns natürlich auf ein Abo von euch. Das findet ihr auch hier oder hier oder hier, ist egal. Abo findet ihr auf jeden Fall. Wir würden uns freuen. Wir bedanken uns fürs Zusehen bei dem Video und wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt und bleibt schön gesund. Bis dahin. Tschüss. Komm, steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. Womo reisen, unser Abenteuertour.